we were speaking about the different types of apprehension before. Wir haben vorher gerade über die verschiedenen Arten des Erfassens gesprochen. And we saw that we can have decisive and accurate apprehension either through valid, straightforward cognition or valid inferential cognition. Und wir haben gesehen, dass wir ein solches genaues und sicheres Erfassen haben können in zwei Formen, nämlich durch eine unmittelbare Wahrnehmung, also diese, was ich vorhin umschrieben habe, diese geradlinige inferential. It was not conceptual as well? No, I didn't say anything about that yet. Okay, gut. Also über eine Art von einer unmittelbaren Wahrnehmung oder über eine Wahrnehmung, die in einer Schlussfolgerung besteht. And both of these could be conceptual, but only straightforward cognition is non-conceptual. Und diese zwei Formen können beide konzeptuell sein, aber diese unmittelbare Wahrnehmung kann auch nicht konzeptuell sein. So we need to understand what do we mean by conceptual, since we hear this all the time in Buddhism, that conceptual understanding, conceptual cognition, and non-conceptual, we're aiming for non-conceptual. Well, we have to know what that is, don't we? Und dann stellt sich natürlich die Frage, was bedeutet konzeptuell bzw. nicht konzeptionell, denn im Buddhismus ist ja oft die Rede davon, von einem konzeptionellen Verständnis oder einem konzeptionellen Verständnis und so weiter und so fort. So, let's see, first in terms of conceptual cognition, how does apprehension work with that? Schauen wir uns zuerst mal an, wie das Erfassen wie das Erfassen funktioniert in Form einer konzeptionellen Wahrnehmung. Right. So, in terms of inference, remember we have three kinds, so let's use an example of inference based on renown. Und schauen wir uns mal an, im Falle einer Schlussfolgerung, da haben wir gesehen, dass es hier drei Arten wieder von Schlussfolgerungen gibt und nehmen wir als Beispiel eine Schlussfolgerung, die auf Bekanntheit zurückgeht. And an example would be hearing or reading the word voidness. Und ein Beispiel davon wäre zum Beispiel, wenn wir das Wort oder den Begriff Leerheit hören oder lesen. Right. So, what are we actually seeing? We're seeing some curved lines. That's what we're seeing, isn't it? When we read the word voidness, or we're hearing a vibration of air when we hear the word. Was hier eigentlich Somebody says voidness. Ist, wenn wir also den Begriff Leerheit lesen, dann sehen wir bloß irgendwelche so Linien. Curved lines. Ja, also irgendwelche geschwungenen Linien. Und wenn wir das Wort Leerheit hören, dann ist es ja auch nur so, dass unser Ohr gewisse Schwingungen wahrnimmt. So, conceptual means that we cognize it through the medium of a category. Das heißt, konzeptionell bedeutet, dass wir solche Dinge über eine Kategorie wahrnehmen. And there are two types of category. Und es gibt in diesen Kategorien zwei Formen. An audio category and a meaning category. Und zwar eine Kategorie, die akustisch ist, und eine, die meaning category. Meaning category. Bedeutung. Ja, und eine Kategorie der Bedeutung. Okay. So, first we apprehend non-conceptually the sound, right? Sound of somebody saying the word voidness. Wir erfassen zuerst in nicht konzeptioneller Weise den Klang von jemandem, der Leerheit sagt. Right? Accurate, decisive. This is the sound we heard. Und dieses Erfassen ist wiederum also präzise und bestimmt oder sicher. And we're certain that that's what they said. That's just the sound that they made and not another sound.
They've excluded that. They said something else. So they made a different noise, different sound. Wir sind uns weiter sicher, dass wir auch das korrekt gehört haben und dass die andere Person also tatsächlich Leerheit gesagt hat und haben also alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen. But then, conceptually, we know through the audio category of sound of the word voidness, we cognize the sound as being the sound of the word voidness. Und dann über diese Kategorie der Akustik verstehen wir, dass dieses Geräusch das Geräusch ist, das dem Wort Leerheit entspricht. It's the sound of the word voidness. Dass dieses Geräusch das Geräusch des Wortes Leerheit ist. That means that regardless of how somebody pronounces it, regardless of the voice, whether it's a man's voice, a woman's voice, a machine voice, regardless of the volume, all of that we cognize through the category, they're all saying voidness. How do you know? Two different people say voidness, so they're saying the same word. How do you know that? It's through a category, voidness. It's fitting into this box, voidness. The sound of the word, voidness, audio category. Das heißt, unabhängig davon, wie jetzt die Betonung dieses Sprechers liegt oder ob ein Mann oder eine Frau hier zu uns sprechen und unabhängig von der Lautstärke auch, verstehen wir dieses Wort, diesen Klang als den Klang, der mit dem Begriff Leerheit entspricht. Und das verstehen wir eben über diese akustische Kategorie. Well, that's quite amazing if you think about it. How do you know that two different people are saying the same word? Two different voices, two different volumes. Und das ist schon ziemlich faszinierend. Ich meine, man muss sich mal überlegen, woher man eigentlich weiß, dass zwei verschiedene Stimmen in unterschiedlicher Lautstärke dann einen und denselben Begriff verwenden. And although the texts don't speak about a visual category, but it's the same thing with reading. You know, voidness, whether it's written with this type of typeface or that type of typeface or in this color or in handwriting. We know it through the, all of these are a written representation of the word voidness. It's a category that it all fits into. Und dasselbe trifft natürlich auch auf alle sozusagen visuellen Repräsentationen zu, denn wie wissen wir, dass es sich, wenn ein und derselbe Begriff, also zum Beispiel Leerheit, in Handschrift geschrieben ist, wie wissen wir, dass es sich dabei um denselben Begriff handelt, oder wenn der Begriff der Leerheit in verschiedenen Fonts und so weiter geschrieben ist, wie kann man wissen, dass es sich dabei jeweils um denselben Begriff handelt. Und das kommt jetzt, also diese visuelle Kategorie kommt jetzt in den Texten selbst nicht vor, aber ist ein weiteres Zeichen, dass es hier diese Kategorie gibt der Leerheit, die hier repräsentiert. Yeah, think about that. It's important to understand what we mean by conceptual. Und das kann man sich mal durch den This is an audio category, one part of it. Das kann man sich mal durch den Kopf gehen lassen, was es eben heißt, wenn wir davon sprechen, etwas konzeptionell zu erfassen, dann ist hier immer auch also eine dieser Kategorien im Spiel, und wir haben jetzt eben zunächst über diese akustische Kategorie hier gesprochen.
Okay, obviously we have to learn these categories. Also offensichtlich müssen wir uns mit diesen verschiedenen Kategorien beschäftigen. Now, when we are thinking through a category, cognizing through a category, then we have the various things, like a filter. So, first thing is the category, and then after the category, we think if we conceptualize this graphically, then we have what's called a conceptual isolate, nothing other than, so nothing other than, and then there is something that represents it. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie wir etwas konzeptionell erfassen, dann haben wir zunächst hier diese verschiedenen Kategorien und die wirken also wie ein Filter in unserer Wahrnehmung. Dann gibt es aber auch noch weitere Faktoren, die hier ins Spiel kommen. Das eine ist sowas wie, also hat als Berzin gesagt, ein Conceptual Isolate. Das heißt irgendwie etwas, das Konzepte voneinander isoliert. Nothing other than. Ja, das heißt im Sinne von nichts anderes als das. And then there's a representation. Und dann gibt es da wie soll man sagen, eine Widerspiegelung oder einen Platzhalter oder eine Repräsentation. Ja. Give you an example, it's very easy. Think of a dog. A dog. A dog. Hund. Ja. Oh wow. Dog. Okay. Zum Beispiel, wenn wir mal an einen Hund denken. Now everybody has a different idea, a different picture in their mind of what a dog looks like. Da hat zunächst mal jeder ein eigenes Bild davon, wie der Hund ausschauen sollte in seinem Geist. Right? That's the idea of what a dog is. So, there's a category dog, and then isolated from everything else so that it sort of gets specific, and then represented with what we would call in our languages an idea of a dog. Das heißt, da haben wir einerseits mal diese Kategorie von einem Hund und dann wird diese Kategorie sozusagen auch noch dazu ausgeschlossen von allen anderen Dingen, die sie nicht darstellt. Und zum Schluss sind wir mit sowas wie einer Repräsentation eines Hundes in unserem Geist angelangt. I mean, it's amazing. We're all thinking of something different, but we're all thinking of, it looks different, but we're all thinking of a dog. Das heißt, das, woran wir konkret denken, mag anders sein, aber trotzdem denken wir alle an einen Hund. Und das ist ziemlich erstaunlich. So the same thing with an audio category. We have something that represents it in our conceptual cognition. So that, for instance, this is the way that it should be pronounced. Like, the name Nagarjuna. Nagarjuna, that's the actual Sanskrit pronunciation. It ends in two short syllables, Nagarjuna. Now, I hear somebody say Nagarjuna, and that sounds terrible to me. But I can understand that they're saying Nagarjuna. But in my mind, the sound of that name is represented by Nagarjuna. The accent is on the second syllable, not on the third syllable. Do you follow? Ja, super. Und derselbe Mechanismus wirkt auch in unseren mit den akustischen Kategorien. Und zwar funktioniert das so, dass auch für diese akustischen Kategorien in unserer konzeptionellen Wahrnehmung etwas gibt, das diese Kategorien repräsentiert.
Zum Beispiel, wenn man den Namen Nagarjuna hernimmt, dann ist vielleicht in unserem Geist die Repräsentation dafür eben der Name mit zwei kurzen Silben zum Schluss, also Nagarjuna. Nagarjuna, ja. Also mit zwei kurzen zum Schluss. Nagarjuna, Madhyamaka, ja, not Madhyamika, ja. America, not America. That's the example I always use to demonstrate it's not America, it's America. Two short syllables at the end. Und obwohl sozusagen in unserem Geist vielleicht diese akustische Kategorie so repräsentiert ist, dass sie zum Schluss zwei kurze Silben hat, verstehen wir auch jemanden, der Nagarjuna sagt, also mit einer langen Silbe zum Schluss zum Beispiel. So, we have this all the time, don't we? Cup of coffee. You know, I have an idea of what a cup of coffee should taste like. I represent it through a certain taste. Somebody serves me this hot brown liquid, and I know it's supposed to be coffee, but I have an idea of what coffee should taste like. It's not that, but I can cognize it as coffee. Oder auch sometimes we call that a preconception. Oder auch, wenn im Fall von Kaffee zum Beispiel, jeder hat so seine eigene Vorstellung davon, wie Kaffee schmeckt. Und wenn wir dann also diese braune Flüssigkeit serviert bekommen und sie kosten, dann kann es sein, dass es überhaupt nicht so schmeckt, wie wir uns das gedacht haben. Trotzdem wissen wir, dass wir Kaffee serviert bekommen haben. Und so spricht man eben auch oft von Preconceptions, das heißt von sowas wie Vorurteilen. Think about that. This is how we think all the time. Und ja, so funktioniert unser Denken die ganze Zeit. How we understand language. Das ist auch, wie wir Sprache verstehen. It's conceptual. Aber das ist mit zwei Konzepten verbunden. Then we get into trouble with the coffee example when we're very attached to our representation of it. This is what a cup of coffee should taste like. And so anything else is a terrible cup of coffee. We get annoyed. So disturbing emotions arise because it doesn't live up to our expectation, our representation of what a cup of coffee should sound like. Should taste like, I'm sorry. Ja, und die Gefahr ist dann natürlich, dass man Anhaftung entwickelt an seine eigenen Repräsentanzen und zum Beispiel also eine Tasse Kaffee, die nicht mit den eigenen Vorstellungen entspricht, meint, dass das eine ganz furchtbare Tasse Kaffee ist und irgendwie dann negative Emotionen entwickelt aufgrund dieser Tatsache. So there's no problem with conceptual process. Problem comes when we get attached to our representation and think that this is the only one that has to be this. Es ist jetzt kein Problem in diesem konzeptuellen Prozess an sich. Es ist nur ein Problem, wenn wir angehaftet werden an unsere höchst eigenen persönlichen Repräsentanzen und sozusagen ein absolutes Bild davon entwickeln, wie die Dinge zu sein haben. It's very helpful to try to identify our personal, private ideas of what things, and then we use this terrible word, should be like
this the way that I think it should be. Why? Und es ist also sehr hilfreich, wenn man hier seine eigenen Bilder untersucht davon, wie man glaubt, dass die Dinge sein müssen. Okay, so when we conceptually, so we hear somebody say the word voidness, and we apprehend it correctly, conceptually, as being the sound that we hear, that it is the sound of the word voidness. We're absolutely certain that it was the sound of nothing other than the word voidness. Wenn wir jetzt also jemanden hören, der das Wort Leerheit spricht, dann ist es so, dass wir hier ein korrektes Erfassen dieser Tatsache haben, indem wir eben uns auch, indem wir genau erfassen und indem wir uns auch sicher sind, dass genau dieses Wort verwendet worden ist, und wir schließen dann weiters auch aus, dass nichts anderes als Leerheit hier gesagt worden ist. If we've apprehended it, it means that later we don't have any doubts. We can remember correctly what they said, Und what we heard. wenn wir das korrekt erfasst haben, dann ist es auch so, dass wir später keine Zweifel mehr darüber haben werden und uns auch korrekt an die Gegebenheit erinnern werden können. If we thought we heard a different word and we weren't certain what we heard, then we haven't apprehended the word. Wenn wir uns unsicher sind, welches Wort hier jetzt genannt worden ist zu einem späteren Zeitpunkt, dann ist das immer ein Anzeichen davon, dass wir das Wort nicht korrekt erfasst haben. We weren't really paying attention to what they said, and then afterwards we're not certain what they said at all, are we? This happens all the time. Wir haben vielleicht nicht gut genug aufgepasst, als wir zugehört haben, und sind uns dann deswegen später nicht mehr so ganz sicher, was die andere Person uns gesagt hat. This happens very often when we hear a whole lecture. Und das kommt sehr oft vor, gerade wenn wir den ganzen Vortrag hören. Okay, so those are audio categories. Das waren also die akustischen Kategorien. Then a meaning category. Dann weiter zu den Kategorien der Bedeutung. Meaning category, we cognize the word voidness as having a meaning. Hier ist es so, dass wir ja das Wort Leerheit auch wahrnehmen als mit einer gewissen Bedeutung versehen. And the meaning is a total absence of an impossible way of existing. Und die Bedeutung der Leerheit ist eine vollkommene Abwesenheit von unmöglichen Existenzweisen. So no matter whether we hear the word emptiness, or we hear the word voidness, or we hear Leerheit in German, or we hear Vacuité in French, we cognize them all as having the same meaning. So it's through this category of the meaning. They all mean the same thing. Das heißt, unabhängig davon, ob wir jetzt Voidness oder Emptiness oder Leerheit oder andere Begriffe wie Vacuité oder so hören, sind wir über diese Kategorie der Bedeutung, können wir diese verschiedenen Wahrnehmungen alle auf eine Bedeutung zurückführen. Right? And of course we could represent this understanding, not understanding, but the meaning with a particular type of meaning, say a set of words. We could represent the meaning with a... We represent it with something. This is what I think it means. Everybody is saying different words, voidness, Leerheit, etc. And I take that all to have a certain meaning. We're all talking about the same thing, and I represent it with a meaning. Yeah. Well, that meaning could be accurate or inaccurate. I think they're all talking about nothingness. But I put it all into one category of the meaning of the word voidness. Und diese
Bedeutung, die wird dann wieder, die repräsentieren wir wieder durch etwas. Das heißt, alle diese verschiedenen Wörter wie Leerheit, Voidness und so weiter, nehmen wir dann über diese Kategorie der Bedeutung her und verbinden es mit unserer Repräsentation davon, was seine Bedeutung ist. Und unser Verständnis von dieser Bedeutung kann dann wiederum falsch oder richtig sein. Give an easier example. Love. What's love? Um vielleicht ein leichteres Beispiel zu nehmen, können wir Liebe hernehmen. Was ist denn Liebe eigentlich? I love you. We hear these words. They have meaning to us. Wenn wir hören, ich liebe dich, dann sind das Worte, die für uns eine ganz gewisse Bedeutung haben. And it doesn't matter what language the person speaks and so on. We think it all means something, I love you. And then we have our own private idea of what that means. To love you. And of course we project that. Unabhängig davon, welche Sprache jetzt die andere Person spricht, verstehen wir alle etwas ganz Persönliches darunter, wenn wir davon hören, dass uns jemand liebt. Das heißt, jeder hat sein eigenes Verständnis davon, was es heißt, jemanden zu lieben. Und dieses Verständnis projizieren wir dann. A lot of confusion arises from that. Und daraus entsteht sehr viel Verwirrung. Classic example from my own experience. You know, in various European countries, when a man meets a woman, you greet by, cheek to cheek and going mwah, like a kiss. So in some places it's 1, in some places it's 2, in some places 3, in some places 4. Some places your lips never touch the other person's cheek, in some places they do. All of this means hello, a greeting, we think. But then, this happened to me once. I did that too many times, and then the other person got completely the wrong idea. I think my lips touched their cheek, and they got completely the wrong idea of what that signifies, the meaning of that. This person is coming on to me sexually, which was not at all my meaning. Um ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung zu geben, also in Europa gibt es ja verschiedene Traditionen, wie oft man sich auf welche Wange küsst und ob dabei die Lippen die Wange berühren oder nicht. Und das sind einfach verschiedene Traditionen, wie man sich auch begrüßen kann. Und eben in verschiedenen Ländern küsst man sich verschieden oft und mit oder ohne Lippe. Und mir ist es eben einmal passiert, dass ich eben einmal zu oft hier die Wange hingehalten habe oder vielleicht die Lippen eingesetzt hatte und mein Gegenüber hat dann vollkommen falsches Verständnis gehabt und hat gedacht, dass ich sie irgendwie begehre oder so und ist dann also auch im Nachhinein an mich mit diesem verkehrten Verständnis herangetreten. Und so ist es eben, dass sie mich hier einfach missverstanden hat. Think about that. Kann man es mal überlegen. It's interesting, words have different meanings. In Latin America, if you say come at 6 o'clock, well, of course that doesn't mean come at 6 o'clock. Nobody would come at 6 o'clock. When you say come at 6 o'clock, it means come at 7 o'clock, or something like that. Where we come from, a German type of background, or Swiss, and 6 o'clock, and now, precisely, we're there. They're not even dressed yet. Es ist schon interessant zu sehen, dass Wörter verschiedene Bedeutungen auch haben können. Also wenn man in Südamerika jemandem sagt, er möge um 6 Uhr hier auftauchen, dann meint das nicht, dass die Person wirklich um 6 Uhr schon da sein sollte, sondern dann ist die Bedeutung davon eher, ja komm vielleicht um 7 vorbei.
Und in Deutschland oder in der Schweiz zum Beispiel, da wäre es genau anders. Da würden die Leute wirklich um Punkt 6 Uhr dann vor der Tür stehen. Or I'll call you. That means literally they're going to call us. So how do we understand the meaning of these words? Bye-bye. Oder wenn jemand einem sagt, ja, ich werde dich anrufen, dann heißt das wirklich, dass sie einen anrufen werden, oder wie soll man die Bedeutung dieser Yeah, they're just being polite. Oder sind sie vielleicht einfach nur höflich? So we have meaning categories. Das heißt, es gibt hier diese Kategorie der Bedeutung. Okay, so how do we know that the meaning that we use as the filter for when we hear words or read words, how do we know that that meaning category is correct? Und diese Kategorie der Bedeutung, die verwenden wir jetzt als Filter, wenn wir Worte hören oder lesen. Und wie wissen wir, dass diese Bedeutung korrekt ist? So we can apply the same three criteria for the validity of this meaning as we did for the sound of crying. Und wir können hier dieselben drei Kategorien anwenden für diese Kategorie der Bedeutung, genauso wie wir das im Beispiel des Schreins des Kindes gemacht haben. First of all, it accords with the convention that a group of people have assigned this sound. It's just a sound, so there's nothing inherent in the sound, that it has a meaning. And so a group of people have assigned this sound to be the sound of the word voidness, and for this word to have this definition. It's a convention. All languages like that, if you think of it. Und zwar das erste Kriterium hier ist eben zu überprüfen, ob es hier die Tatsache ist, dass konventionell eine Gruppe von Menschen diesen Geräusch eben zugeschrieben haben, das Geräusch zu sein von einem Wort wie zum Beispiel Leerheit und gemeinsam what was the definition part? They've assigned that this is the sound of a word, and they've assigned a definition to it. It's in the dictionary, there it is. Und dass sie auch dem Wort eine bestimmte Definition beigefügt haben. So that's the first thing. Is there a convention? That this sound is actually, people agree, it's the sound of a word. And it has a certain meaning. Das ist also hier das erste Kriterium, eben ob das erste Kriterium, das eben die Konventionen betrifft und indem man überprüfen kann, ob es eben die Tatsache ist, dass dieses Geräusch dem Geräusch eines Wortes entspricht und ob dieses Wort eine gewisse Bedeutung zugeschrieben worden ist. I mean, that has to be there, doesn't it? You're reading a book and all you see are these lines. That's all you're seeing. If you saw Chinese characters, what are you seeing? Lines, you don't even recognize them. It's a word, let alone that it has meaning, if you don't know Chinese. So there's a convention. You have to know the convention. Und so sind eben Konventionen sehr wichtig in diesem Prozess, denn wenn wir jetzt bloß so auf eine Seite Text blicken würden wir nichts als Linien und Formen erkennen. Genauso, wenn wir zum Beispiel auf einen chinesischen Text blicken würden, dann würde uns vielleicht nicht einmal auffallen, dass eben die verschiedenen Charakter eines Zeichens ein Wort darstellen und dass dieses Wort eine bestimmte Bedeutung hat. Have you ever listened to somebody speaking a foreign language that you don't understand? To us, it's just sounds. You can't even divide it into words. Can you? Oder auch wenn man mal jemandem zugehört hat, der in einer Fremdsprache spricht, die man selber nicht beherrscht, dann ist es ja auch in der Situation der Fall, dass man oft nicht einmal die einzelnen Worte voneinander trennen kann. We have to have the categories of the words, and then of course meanings of the words. Denn uns fehlen die Kategorien der Worte
und auch die Kategorie der Bedeutung der Worte. Right? Oder? So, then second criterion, it's not, we hear the word voidness. Okay, so there's a sound. So yes, there's this word, and yes, there's a convention that this sound has this meaning assigned to it. Then it's not contradicted by, well, second one, it's not contradicted by the classical text and what qualified teachers explain. The text and what the teachers explain are that this word has this definition, means this. Das zweite Kriterium This is how you check that I understand it correctly. Das zweite Kriterium, um sicherzugehen, dass man ein richtiges Verständnis entwickelt hat, eben zum Beispiel in Bezug auf den Begriff der Leerheit, ist, dass es nicht im Widerspruch steht zu dem, was die klassischen Texte und die qualifizierten Lehrer darüber sagen, über seine Bedeutung. And it's not contradicted by the Aryas, who cognize that words don't have meanings established inherently in them, independently of mental labeling. Und das dritte Kriterium ist, dass es nicht den Aryas widerspricht, die erfassen, dass Worte nicht unabhängig von ihren geistigen Zuschreibungen existieren. Right? I mean, the word voidness is used by many different schools of Buddhism, with quite different definitions. So it's not that inherently it means just one thing. That's why I use this term, absence of impossible ways of existing, because that covers all the different schools. Es ist ja nämlich gerade auch in dem Fall der Leerheit so, dass dieses Wort sich nicht nur auf eine Sache bezieht, sondern dass in den verschiedenen Schulen und Traditionen des Buddhismus es eine Vielzahl von verschiedenen Verständnissen und Erklärungen, die zu diesem Begriff gibt. Und das zeigt ja auch wieder ganz klar, dass auf der Seite des Wortes es nichts gibt, was es zu ihm, dass es auf der Seite des Wortes von seiner eigenen Natur her nichts gibt, dass es als dieses Wort qualifiziert, sondern dass eben hier geistige Zuschreibungen eben von den verschiedenen Schulen zu diesem Begriff stattfinden. Und deswegen verwendet Alexander Berzin, auch wenn er übersetzt, immer die Übersetzung von Leerheit als eine Abwesenheit von allen unmöglichen Existenzweisen, weil das hier alle verschiedenen Verständnisse und Interpretationen der verschiedenen Schulen abdeckt. Just because we apprehend correctly and decisively the sound that we hear as being the sound of the word voidness, nur weil wir also genau und mit Sicherheit erfassen, dass das Geräusch, das wir hören, das Geräusch des Wortes Leerheit ist. and just because we apprehend correctly and decisively the meaning of the word voidness, as meaning a total absence of impossible ways of existing, Und nur weil wir genau und mit der Sicherheit erfassen, auch die Bedeutung des Wortes Leerheit als die Abwesenheit von allen unmöglichen Existenzweisen. that still doesn't necessarily mean that we understand voidness. Das heißt aber noch immer nicht, dass wir Leerheit tatsächlich verstehen. See, there's this difference here between apprehend. I know the word, I know what it means, what the definition is, but I don't understand it. So understanding is more than that, than apprehension. Es gibt also hier einen Unterschied zwischen dem Erfassen davon und dem Verständnis davon. Nur weil wir etwas genau und mit Sicherheit erfassen und seine Definition erkennen, heißt nicht, dass wir diese Tatsache auch schon verstanden haben. This happens to us all the time when we're reading a complex text, let's say a text by Tsongkhapa. Und das geschieht uns immer wieder, wenn wir komplizierte Texte lesen wie jene von Tsongkhapa. We read a complex sentence, and we could apprehend each word and the meaning of each word correctly and decisively, but not understand the sentence at all. That happens all the time, doesn't it? I know what every word means.
What does the whole thing mean? Da geht es uns immer wieder so, dass wir zwar die einzelnen Wörter eines Satzes verstehen und auch deren Bedeutungen klar erfassen und uns dennoch aber die Bedeutung des ganzen Satzes nicht klar ist. And we could even apprehend correctly and decisively the different levels of meaning of the word voidness. You know, I know it means this in Chittamatra, I know it means that in Svatantrata, I know it means that in Prasangika, and still not understand it. Und wir könnten also sogar die verschiedenen Konnotationen des Begriffes der Leerheit in den verschiedenen Schulen kennen und wissen also, wie Leerheit in der Chittamatra-Tradition definiert und verstanden wird, wie es in der Svatantrika und in der Prasangika-Schule definiert wird, und trotzdem heißt es nicht, dass wir Leerheit verstanden haben. Okay? But of course we need to have that first, before understanding. We have to have the apprehension. Correct? Decisive. Dennoch aber ist es also wichtig, also grundlegend wichtig, für ein Verständnis, dass wir eben ein korrektes und sicheres Erfassen des Gegenstandes haben. So what we have to try to figure out is what in addition to that do we need in order to say that we understand it. Was wir dann eben noch wissen müssen jetzt ist, was darüber hinaus es noch braucht, um zu einem korrekten Verständnis eines Sachverhaltes zu kommen. So think about it. What would you need more than that? Dann denkt mal drüber nach, was bräuchte es hier noch. So, what do you think? Und was glaubt ihr? Objection. You have an objection. Doubt and objection to one's own reasoning, that one understands everything accurately and decisively. I didn't understand what you said. If you understand something, then you have objections and doubts? Yes. Or you've answered the objections and doubts? No, if I understand it, if I apprehend something, I have objection, doubts to what I think I've apprehended. Because there's something missing in every word which are not understood, the characteristics which needs to be combined. Right, so there's something more that has to be added, he's saying, to an apprehension, and not asking, what's the answer to that? What more do you need besides correct and decisive apprehension in order to say that we've understood it? I know the word voidness, I can recognize it, no matter how it's said, how it's written. I know the definition. What in addition to that would you need in order to say that you understand it? Experience. Experience, okay. Experience of what? If I live on a hot island and I never have seen snow, and someone tells me what is snow, I'm sure I can describe it very well, but I never had the experience. And so I will never know what snow really means. Okay, so that's a good example. If we live in the tropics and we've never experienced snow, we can know the definition, see a picture of it,
but we haven't really understood it unless we have experienced it. Is that correct, what he just said? I think Well, how does that relate to voidness? Unless I've experienced voidness, what does experience mean? How do you experience voidness? How do you experience emptiness? How do you experience emptiness? That's another word. We're talking about, those two words have the same meaning. Or at least, hopefully, they have the same meaning. Actually, in English, they don't have the same meaning, but I don't want to go into that. is it possible? No, experience is part of it, but we have to be a little bit more precise. Also Erfahrung ist in dem Zusammenhang schon wichtig, aber wir müssen noch ein bisschen genauer sein, als was es heißt, etwas zu erfahren. Ich muss es wissen. You must know it, she says. Well, what does that mean? What does it mean to know something? I know the definition. I don't understand it. I know the definition. Ja, was heißt es dann, etwas zu wissen? Also wenn man die Definition von etwas kennt, dann ist es ausreichend, dass man sagt, man weiß es. I mean, in our usual Western terminology, if I experience snow, now I know what snow it is. Now I know it. But I might not understand what snow is. How in the world does the snow come about? And why is it in this shape? And why is it this color? I don't understand that at all. So have I understood snow? No, I don't think so. But now I know what snow is because I've experienced it. So that's different. Also es ist ja so, wenn man jetzt eine Erfahrung davon hat, wie es ist, wenn es schneit, dann kann man vielleicht davon sprechen, dass man Schnee kennt, dass man weiß, wie es ist, wenn es schneit, aber das ist nicht damit gleichzusetzen, dass man Schnee verstanden hat, dass man weiß, warum es genau diese Form hat, woher es kommt und so weiter und so fort. Das heißt, die Erfahrung... Why is every snowflake different? I don't understand that at all. I don't understand snow at all. Ja, man versteht dann noch immer nicht, zum Beispiel, warum jede Schneeflocke einzigartig ist und so weiter. So, to understand something, we not only apprehend it, we're also able, in addition, to infer all the implications of it. Wenn wir etwas verstehen und nicht nur erfassen, dann sollte es uns auch möglich sein, alle Implikationen aus dieser Tatsache herabzuleiten. Right? If voidness means this, then it follows this and this and this and that. Wenn Leerheit also dieses oder jenes bedeutet, dann folgt daraus auch Folgendes und Folgendes und so weiter. We're able to put voidness together with many other teachings we've received. Es sollte uns dann möglich sein, die Verbindung von Leerheit zu den vielen anderen Lehren, die wir empfangen haben, zu knüpfen. So we're able to put, this understanding, voidness, in terms of, well, how does the cognition of voidness rid us of disturbing emotions and karma? Then we've understood it. If we can put it together and figure it out. All the implications, all the applications. Wir wissen dann vielleicht also, wie ein Verständnis der Leerheit dazu führt, dass wir also frei werden von Verblendungen und negativem Karma. Yeah, how does it work? Then you understand it. Und wir verstehen, wie dieses Verständnis anzuwenden ist. Und das ist ein Zeichen davon, dass wir es tatsächlich verstanden haben. Then we can apply our understanding of voidness for analyzing other topics, and it will produce the result. It rids us of suffering. Und wenn wir also Leerheit wirklich verstanden haben, dann können wir dieses Verständnis auch auf dieses Verständnis der Leerheit auch auf andere Dinge anwenden und werden zu demselben Resultat kommen, das eben darin besteht, uns vor dem Leid zu befreien. You had a question?
In German, my question. Of course. Aber wenn man das wirklich versteht, ja, dann arbeitet das nicht mit Denken, oder? Also vielleicht habe ich vorher alle Lehren und alles mit Denken verstanden, aber in dem Moment, wo ich sage, ich verstehe es wirklich, arbeitet das noch mit Denken dann? The question is, once you've really understood something, is it still an intellectual thing or? Well, she said it doesn't require thinking. Are we still thinking? And so that gets into the difference between a conceptual and a non-conceptual understanding that we'll get to. So, obviously, we have these, we want to get a non-conceptual, not just a non-conceptual cognition of voidness, we want a non-conceptual understanding of voidness. Not just accurate and decisive. There has to be understanding there. Also jetzt kommen wir in den Bereich hinein, was das heißt, was ist eine konzeptionelle und eine nicht konzeptuelle Wahrnehmung. Und was wir ja, was unser Ziel ist ja nicht nur eine nicht konzeptuelle Wahrnehmung der Leerheit, sondern wir wollen nicht nur, dass diese Wahrnehmung genau und mit Sicherheit ausgestattet ist, sondern wir sehnen uns noch viel mehr nach einem nicht konzeptuellen Verständnis der Leerheit. So, when we have a correct understanding of voidness, das heißt, wenn wir ein korrektes Verständnis der Leerheit haben, and we conceptually focus on voidness, right, through the category of voidness, und wenn wir uns mit Konzepten jetzt über diese Kategorie der Leerheit auf Leerheit konzentrieren, although we apprehend voidness correctly and decisively, we don't simultaneously, I should say, bring to mind all the implications. Dann ist es so, dass wir zwar die Leerheit genau und mit Sicherheit erfassen und wahrnehmen, aber es fehlt uns daran, dass wir auch alle die Implikationen dieser Leerheit in unserem Geist entstehen. Nevertheless, our apprehension of voidness is held by the force of the latencies from our previously having worked out through inference and deduction all the implications. So that's in the background, that's unconscious, we would say. It's held by the force of that. But then when you focus on it with understanding, you're not bringing all those implications to conscious mind at that moment. This is a conceptual understanding. Ja. Also in einem konzeptuell eigentlich sagen, ne? Konzeptuell, ja. In dem konzeptuellen Verständnis der Leerheit ist, dieses wird getragen von all den Eindrücken in unserem Geist, die wir geschaffen haben, als wir uns bemüht haben, über logische Beweisführung und Argumentation die Leerheit zu verstehen. So it's held by those latencies. It's held by the force, but we're not conscious of that at the moment. Ja. Aber es mangelt uns in dem Moment noch immer daran, dass alle Implikationen der Leerheit gleichzeitig in unserem Geist erscheinen. Conceptual, that means it's through the category of voidness. Every time that I meditate, well, the experience is different each time, but I recognize that I'm focusing on voidness. There's the category of voidness. And all of these fit into the category of voidness, what I'm focusing on. Together with the meaning and so on. We don't have to say the meaning. It's with that, it fits in the meaning category. So that's the apprehension. And then it's held by the force of these latencies that are there from having worked out all the implications beforehand. So I've worked it all out. And so that understanding, all those implications, that's unconscious at the time when I'm focusing on voidness. But it's there in the background. You follow? No? No?
Let's do it piece by piece. Ja. You work out all the implications Mhm. of voidness. Das heißt, also zuerst arbeitet man daran, die ganzen Implikationen der Leerheit schrittweise zu verstehen. We've analyzed and applied it to many things. Wir haben also Leerheit auf viele verschiedene Dinge angewandt. We have fit it together with all sorts of other teachings that we've heard. How it fits together with impermanence, how it fits together with cause and effect. Und wir haben also auch die Verbindungen der Leerheit mit den vielen anderen Lehrreden, die gegeben worden sind, hergestellt, sowie eben jene Lehrreden, wo es um Vergänglichkeit geht oder um Ursache und Wirkung und so weiter. And we've worked that out with apprehension and inference in terms of it's accurate and decisive. Decisive, that this is how it fits with that teaching and with that teaching. We've worked it all out. Und wir haben... Which you do through analytical meditation. Well, through thinking about it, actually. Und wir haben eben über unser Denken oder über unsere analytische Meditation dieses Thema so bearbeitet, dass wir eben sehen, wie es im Zusammenhang steht mit den anderen Lehrreden. Right? So we've gone through it many, many times, meditation, so that really familiar. All these implications. Und haben diese Implikationen uns immer wieder bewusst in den Geist gerufen, indem wir darüber meditiert haben. And now, in our meditation, we focus on voidness. Und jetzt in unserer Meditation konzentrieren wir uns auf diese Leerheit. Either we have to get to it, generate that understanding based on directly the line of reasoning, or we're so familiar with it we don't have to go through the line of reasoning, just straightforward we get to it. Und wir fokussieren uns auf die Leerheit in der Meditation entweder dadurch, dass wir sozusagen als Vorbereitung hier logische Argumentationen anführen und dann an dem Objekt der Leerheit ankommen, oder wir sind schon so vertraut mit diesem Objekt, dass wir uns direkt auf dieses Objekt konzentrieren können. But it's conceptual. Still, it's through the category voidness. Und trotzdem, in beiden dieser Fälle ist es hier noch immer ein konzeptuelles Verständnis, dadurch, dass es über diese Kategorie Leerheit vermittelt wird. Now, at that time when I'm focusing on voidness conceptually, each time that I focus on it, I recognize I'm focusing on voidness. It's in this category. Denn jedes Mal, wenn wir unseren Geist auf diese Leerheit ausrichten, dann wissen wir dabei, dass wir uns eben immer wieder auf dieselbe Leerheit beziehen. Und das funktioniert eben, das wird vermittelt eben über diese Kategorie. Now, at that time, when I'm focusing single-mindedly on voidness, conceptually, I'm not at the same time thinking all the different implications of it. But I know those implications, because I've worked it out before. So that force of that previously working it out is in operation there while I'm holding or focusing on voidness, this absence. Und während wir unseren Geist ausgerichtet haben auf diese Leerheit, ist es so, dass nicht gleichzeitig die Implikationen dieser Leerheit in unserem Geist bewusst erscheinen. Dennoch gibt es eine Kraft, die eben aus unseren vergangenen Bemühungen entsteht und diese Implikationen hier mitträgt. Now do you follow that? Seid ihr jetzt mitgekommen, oder? Does that make sense? Macht das Sinn, oder? Think about it a little bit. Ich kann das mal durch den Kopf gehen lassen.
Let me give an easier example. Nehmen wir noch ein leichteres Beispiel her. We meet our friend, Wenn wir einen guten Freund von uns treffen and the friend has a problem. They tell us the problem. und der Freund hat ein Problem und erzählt uns von seinem Problem. Yeah, they're unhappy and so on. Und er ist vielleicht gerade unglücklich oder so. And so now we are focusing on their situation through the concept, the category of a problem. Dann konzentrieren wir uns in der Situation auf diese Tatsache über das Konzept, über die Kategorie Problem. And through the category my friend. Und über die Kategorie von mein Freund. Now, beforehand, we know all sorts of things about this person. We know that they lost their job, we know that they have a family, we know the background of this person. The more that we know, all the implications about this person, the better we can understand their problem. Now, when we focus on them, however, on the problem, we're not consciously bringing all that information, thinking it consciously, but it's all there, so that we just understand. Und im Vorfeld ist es so, dass wir also über die Lebensumstände unseres Freundes schon sehr gut Bescheid wissen. Wir wissen zum Beispiel, dass er gerade seinen Job verloren hat, dass er zu Hause eine Familie hat und so weiter und so fort. Und dieses Wissen, das führt dazu, das sind diese Implikationen auch, die in diesem Moment, wenn wir uns auf das Problem unseres Freundes konzentrieren, zwar nicht vordergründig da sind, aber die eben aufgrund der Kraft der Vergangenheit, dass wir uns mit seinen Lebensumständen vertraut gemacht haben, aufgrund dieser Kraft hier in dem Moment es uns ermöglichen, auf sein Problem besonders gut einzugehen. And we also understand problems. The problems come about from causes, and if you change the circumstances and so on, the situation will change. So we also understand that. You don't have to think it consciously at that time, but we have worked all of that out beforehand, based on experience, based on logic and so on. Und wir verstehen gleichzeitig auch, dass Probleme etwas sind, was aus Ursachen und Bedingungen entsteht, und wir haben im Vorfeld in unserer Vergangenheit auch schon oft selber Probleme erfahren und sind also schon, kann man sagen, vertraut im Umgang mit diesen. Und das sind auch alles weitere Implikationen, die wir in diese Situation hineintragen, die wir aber schon in der Vergangenheit irgendwie bearbeitet haben. You have this all the time. Und das funktioniert, das ist ständig so. The computer won't do what we want it to do. So we perceive it conceptually through, the computer's not working, but because of all the training and all the knowledge and all the implications of how to fix it are there, we understand what's the problem and we know what to do. You don't have to think it all out. It's held by the force of knowing all the implications, that if it won't do this, it's because of this or because of that, and then you have to do this and then you have to do that. That's how we understand things. Oder auch wenn unser Computer gerade kaputt ist, dann werden wir diesen Computer eben über diese Kategorie von einem kaputten Computer wahrnehmen. Und wir werden in der Situation auch gleichzeitig zurückgreifen auf unser ganzes vergangenes Wissen, wie man mit so einem kaputten Computer umgeht, und das führt dann dazu, dass wir hier also genau auch verstehen und wissen, wie wir mit einem kaputten Computer umgehen können. Think about that. Das kann man Does so it make sense? durch den Kopf gehen lassen und dann schauen, ob das sinnvoll erscheint. And how do you know it makes sense? How do you know that you've understood it? It's because when you think about it,
you apply that to various examples that from your life. And you see, well, is that the way it is? So this is, you understand it. You can apply it for analyzing various things from your experience and so on. Does it make sense? Und wenn wir jetzt versuchen zu schauen, ob wir das verstanden haben, dann ist es ja auch hier genau so, dass wir unser Verständnis anwenden auf unsere eigenen Erfahrungen, ob es eben dieses Verständnis auf unsere eigenen Erfahrungen anzuwenden ist. Und wenn ja, dann wird es einen Sinn machen. Wir können davon ausgehen, dass wir es richtig verstanden haben. Okay, what questions do you have? Was sind eure Fragen? Any questions? Irgendjemand? Ich hätte schon eine Frage, aber ich war jetzt so lange nicht da. Ich weiß nicht, ob das noch interessant ist, aber mich würde interessieren, diese Definition, die vor 100 Jahren da gegeben worden sind, den Begriff Leerheit. Kein Mensch kann sich irgendwas darunter eigentlich vorstellen. Der kiefelt eigentlich nur in diesem Begriff mal, bis er überhaupt durchschaut, was dieser Begriff überhaupt bedeuten soll. Und kann man diesen Begriff nicht durch irgendwas anderes eigentlich übersetzen, das besser auf dieses Thema zutreffen würde? Meine Frage ist, ob man Leerheit nicht neu ja, und dass ein kann. passender Begriff eigentlich ist für das, was das eigentlich beschreiben soll. Und es wirkt eigentlich so immens hoch, dass kein Mensch, ich habe ein Jahr mal nicht verstanden, was das überhaupt sein soll. Ist es ein leeres Glas? Was soll überhaupt Leerheit bedeuten oder so? Und ich weiß, dass viele Menschen ja die Frage haben, aber keiner traut sich fragen oder so. Und ja. Basically, the question is about the use of the term emptiness for what it's supposed to mean, and if there is not a different way of, speaking about what it's supposed to mean that may be less irritating, because a lot of people are having, if they hear the term emptiness, they develop all sorts of, confusion. Well, thank you very much for giving me the opportunity to then explain why I don't use the word emptiness and why I use the word voidness. Ja, also danke zunächst mal, dass du mir hier die Gelegenheit gibst zu erklären, warum ich genau diesen Begriff der Leerheit nicht verwende und hier mehr von einer Abwesenheit spreche. In English we have these two words. In many other languages you don't have this difference. But in English, emptiness or empty implies that there is something there, some truly existent thing that is there, and there's nothing inside it. It's empty, like the glass is empty. And so that gives the false impression that of the Svatantrika position, that is the Svatantrika position, according to Gelugpa, which is that conventionally things truly exist, but on the deepest level you can't find anything. So, empty. But that's not the Prasangika understanding. Ja, es gibt im Englischen ja hier zwei verschiedene Begriffe. Das eine ist Emptiness, also Leerheit, das andere ist Voidness, sowas wie eine Abwesenheit. Und das Problem mit Leerheit ist, dass es den falschen Eindruck gibt, dass da etwas ist, was wirklich existiert, und zum Beispiel wie ein Glas, und in dem Glas ist nichts drinnen. Ja? Und das gibt eben hier einen falschen Eindruck, der eigentlich so auch gleichzusetzen ist mit dem Svatantrika-Verständnis der Leerheit, zumindest so wie dieses in der Gelo-Schule interpretiert wird.
denn die Svatantrik-Position hält, dass konventionelle die Dinge zwar existieren, conventionally things exist, things have true existence, dass konventionell die Dinge eine wahre Existenz haben, aber dass sie in der tiefsten Wirklichkeit absolut nicht existent sind. Und das ist nicht dieselbe Interpretation von Leerheit, wie sie in der Prasangika-Schule gegeben wird. the word shunya in Sanskrit is the same word as the word for zero. Und der Begriff Shunya in Sanskrit ist genau derselbe Begriff, der auch für die Zahl 0 verwendet wird. So it doesn't mean nothing. Das heißt, dieser Begriff hat nicht die Bedeutung von Nicht-Existenz oder But it nichts, means an absence. sondern bezieht sich vielmehr auf eine Abwesenheit. So, what is absent? Was ist also hier abwesend? And of course, different schools will say something is absent. Different things are absent. Und natürlich ist es so, dass hier verschiedene Schulen dann davon sprechen werden, dass verschiedene Dinge hier abwesend sind. So, we have the concept, false concept, that things, for example, exist by their own power, as what they are. Wir haben zum Beispiel die falsche Vorstellung davon, dass die Dinge aus ihrer eigenen Kraft heraus existieren als das, was sie sind. Let's use an easier example. I'm sorry, shouldn't have started with that example. Easier example. The child thinks that there's a monster under the bed. Nehmen wir ein ganz leichtes Beispiel her. Zum Beispiel, wenn ein Kind glaubt, dass unter dem Bett ein Monster ist. Right? So it has an idea of a monster, it has the category monster represented by some sort of scary looking thing, and then projects that onto the noise that it hears under the bed. Maybe it's the cat under the bed, but the child thinks it's a monster. Dieses Kind hat also die Kategorie Monster in seinem Geist, und diese Kategorie wird repräsentiert durch irgendwie ein furchtbares, haariges Ding. Und diese Repräsentanz wird dann von dem Kind projiziert auf, sagen wir vielleicht, die Geräusche der Katze unter dem Bett. But that monster, that idea of a monster, doesn't refer to anything real. A real monster, which is the referent object of this appearance, is absent. There's no such thing. That's what we're talking about in general, but we have to get more specific here. But that's the general idea of an absence, that there's no referent object to what we imagine. Und tatsächlich aber ist, um bei unserem Beispiel zu bleiben jetzt, da ist kein Monster unter dem Bett. Das heißt, es gibt tatsächlich kein Bezugsobjekt zu dieser Vorstellung, die das Kind hat. Und genauso ist es auch mit dem Begriff der Leerheit zu verstehen, dass eben es kein there's no referent Object. object. Das heißt, auch Leerheit ist, diese Abwesenheit ist zu verstehen als die Abwesenheit von einem Bezugsobjekt zu einer falschen Vorstellung. It's not referring to anything real. Das heißt, es bezieht sich nicht auf etwas, was real existiert. So a real referent object is totally absent. There never was one, there never will be one. Ein tatsächlich real existierendes Bezugsobjekt davon hat nie existiert und wird nie existieren.
You had a question? Yes, coming back to this concept of the... But I haven't gone deeply into what voidness is. This is just an example to get into the way of understanding. But it fits quite well now, coming back to this concept of the hologram, of this holographic representation. If there is no reference object outside there, so what is the nature of this holographic representation then? Well, the nature of so he's saying that if one has the holographic, mental hologram arises of a monster, what is this? This gets into, I have a whole article on this, Cognition of non-existent phenomena. Ja, die Frage zielt jetzt darauf ab, wenn man also ein geistiges Hologramm erscheint von sowas wie einem Monster, dann worauf bezieht sich dieses geistige Hologramm eigentlich? Und also ich habe hier einen ganzen Artikel geschrieben eines Tages über solche nicht existenten Phänomene. It is that hologram of a monster is built up on the basis of cartoon representations and representations in movies, Dracula, Frankenstein, etc., of what a monster is. But there are no real monsters. But it's built up on the basis of that. So ein geistiges Hologramm eines Monsters wäre wohl basiert auf Darstellungen solcher an und für sich nicht existenten Phänomene in zum Beispiel Cartoons oder Filmen und so weiter. It's like, the example that I use is chicken lips. Chicken lips? Chicken lips. We could imagine lips on a chicken, but it wouldn't be chicken lips because there's no such thing. We could imagine human lips on a chicken. Donald Duck or Daisy Duck have lips, but those are human lips. They're not duck lips because there's no such thing. Ein Beispiel, das ich auch gerne dafür gebe, ist Hühnerlippen. Wir können uns versuchen, Hühnerlippen vorzustellen, aber wir werden vielleicht dabei drauf kommen, dass Hühner keine Lippen haben können. Wir können uns höchstens vorstellen, wie Hühner ausschauen würden, die Menschenlippen tragen. Zum Beispiel. Ja, like Donald Duck. You have Donald Duck? Ja, so wie Donald Duck oder Daisy Duck, ja. Können wir uns vorstellen mit Menschenlippen? Okay, so now what we are talking about with voidness is not actually, you see, now you have to get into terminology. We talk about Denbar Drupa. Denbar is true, and Drupa, which some people will translate as existence. It's not the word for existence. Satya City, it's not the word for existence in Sanskrit either. It is to establish something. Something is established. So, how do you establish or prove that something exists? What establishes that it exists? Ja, und jetzt wird es ein bisschen technisch, weil wir uns die Begrifflichkeiten und Terminologien anschauen müssen, die hier verwendet werden. Im Tibetischen, im Tibetischen gibt es eine Begrifflichkeit, die heißt Denpa Drupa, und das wird normalerweise übersetzt oder oft übersetzt mit wahrer Existenz oder sowas. Aber tatsächlich ist Drupa bezieht sich nicht normalerweise auf Existenz, sondern es geht darum, wie etwas etabliert wird. Und die Frage ist dann vielmehr jene, wie etabliert man, dass etwas existiert oder nicht existiert? Yeah, what establishes it? Was etabliert etwas als existent oder nicht existent? Okay, so, dog. What establishes that they're dogs? Was etabliert also die Existenz von Hunden zum Beispiel? Well, what is a dog? What's a dog?
Was ist ein Hund zum Beispiel? The only thing that you could say is that a dog is what the word dog refers to. Das Einzige, was einem in der Situation übrig bleibt zu sagen, ist, dass ein Hund das ist, worauf sich das Wort Hund bezieht. There's nothing on the side of this animal that you could find that establishes it as a dog. Es gibt auf Seiten dieses Tieres nicht die kleinste Kleinigkeit, die dieses Tier als einen Hund etablieren würde. What? There's a little word there, there's a little label there. What? What's on the side of the dog? Was könnte es auf Seiten On the side of this animal? Was könnte es auf Seiten dieses Tieres geben? Ich meine, hat er da ein kleines Etikett, wo Hund draufsteht, oder wie ist es? What establishes that anything is a thing, a knowable object? Is there some sort of line around it that makes it into a thing? Is it encapsulated in plastic, separated from everything else that makes it into a thing? What establishes that it's a thing? Also was macht überhaupt ein Ding zu einem Ding? Also ist es so, dass es irgendwie umrahmt ist und dadurch von allen anderen Sachen abgesetzt ist, oder ist es so, dass es irgendwie in Plastik eingeschweißt ist oder so? Also Does everything exist like in a child's coloring book with a line around it, making it into things? existieren, And then we just project colors onto it? It's not like that. existieren die Sachen denn so wie in einem Malbuch von Kindern, so irgendwie mit also einem schönen Rahmen und dann muss man die Rahmen nur noch mit Farbe belegen und so. Ich meine, so funktioniert das nicht, oder? Right? So there's a basis for labeling, but even the basis for labeling, you know, a DNA structure, well, what is that? You know, there's proteins, and then what's that? Well, there's the atoms and molecules, and you can't find anything that's on the side of this object that establishes that it's a dog. Natürlich gibt es eine Basis für die Zuschreibung, zum Beispiel als Hund. Wir können zum Beispiel die DNA hernehmen, aber dann die DNA selbst wieder besteht aus Proteinen und so weiter. Die Proteine selbst bestehen wieder aus Molekülen und so weiter und so fort. Und so gibt es eben auf Seiten des Objektes nichts, was es als dieses Objekt etabliert. So, what establishes that it's a dog? Well, the only thing you can say is that a dog is merely what the word or concept dog refers to in terms of the basis. Das heißt, wenn man sich überlegt, was es ist, was einen Hund als Hund etabliert, kann man nichts weiter sagen, als dass das, was einen Hund etabliert, bloß die Tatsache ist, dass man das, was die It is what ja, a word or concept refers to. ja, dass es bloß das ist, worauf sich dieses Wort oder Konzept bezieht. So, we have to make a difference between a referent object and a referent thing. Und dann müssen wir weiter unterscheiden in ein Referenzobjekt und in das Ding dieser Referenz. Those are two different words in Tibetan. Das sind auch im Tibetischen wieder zwei unterschiedliche Begriffe. Dog refers to something. There are dogs. Conventionally, there are dogs. Denn We're not refuting that. Denn der Begriff Hund, der bezieht sich auf etwas. Das heißt, konventionell gesehen gibt es sowas wie Hunde. Das heißt, das wird hier nicht widerlegt. But concept of the word dog implies a box, and there are no referent things that is just fitting in a box. Aber dieses Wort oder dieser Begriff Hund, der fungiert so wie eine Schachtel. Es gibt aber keine Referenz-Dinge, referent things, what was the second one? Referent object? They're referent objects, but not reference things. Let me give an easier example. Easier example, I always use the example of colors. Orange, the color orange. Is there a color orange? What's orange? Orange is what the word or concept orange refers to.
Nehmen wir ein leichteres Beispiel. Ich gebe hier immer gerne das Beispiel von Farben. Nehmen wir mal Orange her. Also Orange ist ja auch nur das, Orange ist auch nur das, worauf sich unser Wort oder unser Konzept Orange bezieht. But in the light spectrum, are there walls, from the side of the light that, from this, on this side of the wall, this number in the spectrum, up to that one, this is orange, as if things existed like in a dictionary, that there's this category, there's this box, and if it's a little bit over there, now it's in the red box. Our, reality doesn't exist in terms of boxes of things, does it? Aber ist es so, dass das Lichtspektrum also sowas wie Grenzen hat, von der ganz klar also Orange zu anderen Farben abzugrenzen wäre? So ist es wahrscheinlich nicht. Und so ist es eben auch mit allen anderen Dingen der Realität, dass sie nicht klar in solche Kategorien oder Boxen einzuteilen sind. What's love? Was ist zum Beispiel Liebe? Well, it's what the word or concept love refers to. Is there such a thing as love? Sure, conventionally there's such a thing as love. In all the emotions that every human being experiences, there's this box, love. Now I'm plugging into this box. Now I'm feeling love. Not like that. Liebe ist nichts weiter als das, worauf sich der Begriff oder das Konzept Liebe bezieht. Und dennoch, konventionell gesehen, existiert so etwas wie Liebe natürlich. Jeder Mensch empfindet Liebe. What is totally absent is a referent thing, or referent objects, but there's no such thing as a referent thing. What is absent is the referent object. Referent thing. Referent thing, yeah. In a box, Yeah. with a line around it, encapsulated in plastic. This is the emotion love. From its own side. And everybody plugs into it. Also Like plugging into the internet. was also vollkommen abwesend ist, ist dieses Bezugsobjekt, zum Beispiel von Liebe. Das heißt, das wäre zu verstehen wie irgendwie dieses in Plastik eingewickelte Ding, was man Liebe nennen würde, oder diese Schachtel, in der sich Liebe befinden würde. Also das ist vollkommen abwesend. And when we, imagine that what establishes things is something on the side of the object by its own power, then there's not even a referent object. Not only is there no referent thing, there's no referent object. It doesn't refer to anything that is even conventionally true. Und wenn wir dann noch dazu also sehen, dass es von Seiten des Objektes nichts gibt, dass dieses Objekt von sich heraus selbst definiert, dann können wir auch verstehen, dass es selbst konventionell nicht einmal so etwas wie ein Bezugsobjekt gibt. So, do we understand what I just explained? So, How would you understand it? haben wir jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Und wenn ja, wie hätten wir es verstanden? So, you have to have accurately and decisively heard it, so that you could remember accurately and decisively what I said. Well, we have recordings, so that makes it easy. Also wir müssten zuerst das Gesagte richtig, genau mit Sicherheit erfasst haben, denn dann können wir uns in Zukunft auch daran erinnern. And we start with easy examples like the monster under the bed, get the general idea, and then we get a little bit more precise. Dann fängt man eben an, also mit solchen leichten Beispielen wie das Monster unter dem Bett, und führt dann langsam kompliziertere Beispiele an und wird etwas präziser. Right, there's a cat under the bed. So we, there is something under the bed. It's just that when you imagine it to be a monster, that's not referring, there's no object like that, no thing like that. No object and no thing.
Und dann ist es ja so, um bei unserem Beispiel zu bleiben, dass unter dem Bett ja sehr wohl etwas ein Geräusch macht und das ist aber eine Katze. Das heißt, dieses Bezugsobjekt oder auch dieses Referenzobjekt und das Ding, das diese Referenz ausmacht, ist in vollkommen abwesend. Also es gibt weder unter dem Bett ein Monster, noch gibt es Monster an und für sich. So, to understand, so then you work all of this out, in terms of my experience. Do I get into trouble now and have difficulties when I think you don't love me? As if love is some sort of thing, which I've decided what it is, it exists by itself, and you haven't plugged into it, and you're not directing it to me. Is there such a thing as love? Sure. What is that? Well, there's a word, love, a concept. We've agreed. It refers to something. But it's not, a thing by itself. So it doesn't exist in this impossible way. That's what's absent, an actual referent thing. That's what voidness is talking about. It's not that the glass is empty. Ja, dasselbe gilt auch so für die Liebe, wenn man also mal ein Problem hat, dass man sich ungeliebt vorkommt, dann muss man einfach überprüfen, ob man das so versteht, dass es da diese Kiste irgendwie Liebe gibt, in die man irgendwie Sachen hineinwerfen könnte. Und das ist nicht so, denn auch mit Liebe, natürlich gibt es Liebe konventionell gesehen. Und als ein Konzept gibt es Liebe, aber es ist nicht so, dass diese Liebe von ihrer eigenen Seite heraus irgendwie definiert wäre. Und so, das sind alles Beispiele also für die Abwesenheit von unmöglichen Existenzweisen und das ist genau diese Abwesenheit von einem Bezugsobjekt, so wie wir das gerade erklärt haben. Und das ist eben genau nicht dasselbe wie die Leerheit, die in einem leeren Glas herrscht. So to really understand it, you have to fit it together with so many different things. Also man muss dieses Verständnis mit so vielen verschiedenen Dingen in Beziehung bringen. Remember we were talking about conceptual cognition. Erinnert euch mal daran, als wir über konzeptuelle Wahrnehmung gesprochen haben. I have the category love. I'm thinking in terms of love. And I represent it by something, my private representation of what love is. And then I think that is the actual thing, love, as a thing. And, if you don't have that, then you don't love me. And this is the problem, isn't it? It causes problems, suffering. Wenn wir also eine Vorstellung, ein Konzept von Liebe haben, dann haben wir ja vorher auch schon gesehen, dass wir immer eine Repräsentanz dieses Konzeptes in unserem Geist tragen und dass diese Repräsentanz dann auch dazu führt, we project the representation and think that's what it really is, and that there is such a thing exactly like that corresponds to our idea of what love is, and that if you don't have that, you don't love me. Und dass wir diese Repräsentanz dann eben projizieren auch auf andere und das führt uns dann eben dazu zu urteilen, dass wenn uns zum Beispiel andere nicht genau in dieser Art und Weise begegnen, dass wir uns dann ungeliebt vorkommen, weil wir das Gefühl haben, es mangelt uns an dieser Projektion, an dieser Repräsentanz von unserem Konzept Liebe. Und das ist eben ganz klar der Prozess, in dem das Leid entsteht. So, we can either understand, when you get to that, that I'm projecting this, and this is ridiculous. So how do we get to that, this is ridiculous, and then we cut it out. It's like understanding avoidance. This is ridiculous.
we cut it out. So we either get to that by working it out. You know, why should, that's just my projecting of my idea of it, so we could work it out and come to that conclusion. Or we've worked it out so often before that it's just obvious to us. And when we start to go on that trip of you don't love me, we just like that, cut it off. Ridiculous. Und wenn wir also bemerken, dass unser Geist hier so arbeitet, dann macht uns ja genau dieses Verständnis es auch möglich, einfach die Sache liegen zu lassen und zu sagen, nee, das macht keinen Sinn, irgendwie so zu denken. Und das kann eben dadurch erfolgen, dass man eben die Dinge einfach sozusagen logisch bearbeitet und untersucht und Beweisführungen herführt und dann eben zu dem Schluss kommt, dass diese Sachen sinnlos ist und von ihnen ablässt. Oder man hat eben schon in der Vergangenheit sich mit diesen Argumentationsweisen vertraut gemacht, so dass man sehr schnell schon sagen, dass man diese Sachen sehr schnell lassen kann. Und genau dasselbe trifft eben zu auch auf ein Verständnis der Leerheit. Es ist dieses Ablassen. Clear, work it out. If love only means this one thing, that I think it is, that means that what I feel when I love my sexual partner, when I love my child, when I love my mother, when I love my country, when I love my car, when I love my dog, that it's all the same. Well, this is ridiculous. Isn't it? Also man muss sich die Sachen wirklich gut anschauen. Also wenn man meint, dass Liebe bloß diese eine Sache wäre, dann müsste die Liebe ja auch immer gleich sein, ob ich jetzt Liebe empfinde für meinen Sexualpartner oder Liebe empfinde für meinen Ehepartner, für mein Kind, für mein Land oder meine Mutter, meine Arbeit, meine mein Arbeit, Work, mein Auto, mein Car. Müsste immer das Gleiche sein. Yeah, it's clearly not that. So you work it out. The logic of it, this is stupid. So why do I believe like that? You just cut it. Und das ist sicherlich nicht der Fall. Und wenn man das so untersucht, dann wird es einem auch leicht möglich sein, einfach davon abzulassen. So if we understood it correctly and accurately and decisively, then we can apply it. And you get the stated results. That your suffering goes away. You have less problems. If I applied it and nothing happened, or it just got worse, then I didn't really understand it correctly. Das heißt, wenn wir etwas korrekt erfasst und verstanden haben, dann sollten wir auch in der Lage sein, dieses Verständnis anzuwenden und auch die entsprechenden Resultate einfahren, eben zum Beispiel, dass wir weniger leiden. Wenn wir allerdings jetzt unser Verständnis anwenden und nicht diese Resultate einfahren und sogar gleich viel oder noch mehr leiden, dann zeigt es, dass wir etwas nicht richtig verstanden haben. Okay? So, let's take our break and think about it. Wir machen jetzt eine Pause, wir müssen drüber nachdenken.